Wir sorgen füreinander und das jeden Tag. Care-Arbeit oder Sorgearbeit beschreibt die Tätigkeiten des Sorgens und sich Kümmerns. Dazu gehören Kinderbetreuung, Altenpflege, familiäre Unterstützung, häusliche Pflege und Hilfe unter Freunden. In Deutschland werden jährlich 89 Milliarden Stunden für unbezahlte Sorgearbeit aufgebracht. Trotz dieser enormen Bedeutung wird unbezahlte Sorgearbeit oft nicht entsprechend anerkannt und entlohnt. Die Landwirtin Laura Kuhloff betreibt einen 440 Hektar großen Biobauernhof und ist gleichzeitig Mutter von 4 Kindern. Als Landwirtin und Mutter leistet sie wichtige Care-Arbeit, nicht nur für ihre Familie, sondern auch für die Allgemeinheit, da die Versorgung der Menschen mit guten Lebensmitteln essentiell für die Gesellschaft ist. Mein Beruf bedeutet mir total viel und ich bin mit Leidenschaft Landwirtin und ich liebe die Freiheit, die ich dadurch auch habe und die ganze Flexibilität. Und ich liebe es, wenn die Saat aufgeht und wenn wir ernten. Würde mein Beruf mir nicht so viel bedeuten, dann hätte ich wahrscheinlich ob dieser Belastung mit allem schon hingeschmissen. Ich empfinde das schon so, dass ich 2 Jobs habe, eben einmal die Arbeit als Landwirtin und die mit den Kindern sozusagen und im Haushalt. Und es ist natürlich schwierig, die Arbeitszeit zu verteilen, weil die Arbeit, die ich für die Landwirtschaft mache, auf dem Hof mache, eine Entlohnung erhält, ja über das Geld, was wir mit unseren Produkten verdienen, und die Zeit, die ich mit den Kindern verbringe, ja direkt sozusagen kein Geld verdient. Und von daher finde ich das von der Wertschätzung her schon schade, weil dadurch eben nur die wirkliche Arbeit mit dem Hof da eben so eine Wertung bekommt, die der Bereich Kinder und Haushalt eben nicht bekommt. Sorgearbeit als die Grundlage allen Wirtschaftens zu verstehen, ist der Ansatz des Vereins Wirtschaft ist Care, dessen Arbeit von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert wird. Feline Tecklenburg ist Co-Vorständin des Vereins. Gemeinsam mit ihren KollegInnen möchte sie ein Umdenken in unserer Gesellschaft anstoßen. Zunächst müssen wir unser Wirtschaftsverständnis ändern. Menschen denken bei Wirtschaft zuerst an Geld und Erwerbsarbeit. Aber nur durch Sorgearbeit sind Menschen fähig, jeden Tag ihrer Erwerbsarbeit nachzugehen. Das heißt, ohne Care gibt es keine Menschen und ohne Menschen braucht es keine Wirtschaft. Und dieses Verständnis muss sich in wirtschaftspolitischen Maßnahmen durchsetzen, um alle Bereiche, also das Ganze der Wirtschaft, anzuerkennen. Bei dem Wort Care geht es um ein Sorgen füreinander, und zwar durch pflegerische, sozialarbeiterische, erzieherische Tätigkeiten und Haus-, Betreuungs- und Beziehungsarbeit. Und Care umfasst auch die Sorge um die Welt, denn damit Menschen leben und sich umeinander kümmern können, brauchen sie ein intaktes Ökosystem. Eine Form der Sorgearbeit, die auf dem Verborgenen stattfindet, ist die Reinigung von Räumen. Doch diese Aufgabe wird häufig ausgelagert, mit prekären Arbeitsbedingungen für diejenigen, die diese Arbeit leisten. Insbesondere im Reinigungssektor wird die Arbeit oft unter schlechten Bedingungen durchgeführt und zu gering bezahlt. Aber es gibt Menschen wie David, die sich nicht mit diesen Umständen abfinden wollen. David ist Teil einer Reinigungskooperative, die für bessere Arbeitsbedingungen sorgt. Durch die Kooperative wird nicht nur die Würde des Jobs gestärkt, sondern auch ein Beitrag zur gerechteren Verteilung von Care-Arbeit geleistet. Ich wünsche mir für mein Berufsfeld mehr Zeit. Weil Zeit ist auch Anerkennung. Wenn man zum Beispiel sagt, das schafft man hier in 20 Minuten zum Beispiel, dann ist das keine Anerkennung. Und ansonsten der Lohn muss stimmen, weil die Arbeit ist auch schwer. Anerkennung, gerechter Lohn und Sicherheit sind für David wichtig. All das biete ihm die Kooperative. Ein Bekannter von uns, der im Gebäudemanagement arbeitet, hat uns die Idee gegeben, dass wir eine Reinigungskooperative gründen könnten, weil das halt fehlt. Also es gibt viele Firmen, wo Zeitdruck, wenig Lohn und so weiter. Dann wollten wir das halt dann probieren. Wir müssen die Verantwortung für Sorgearbeit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen und dürfen sie nicht
ins Private abschieben. Und das bedeutet, wir sichern zuerst gute Umstände für Sorgearbeit und richten danach alles daran aus. Maßnahmen dafür sind beispielsweise eine Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich, damit mehr Zeit für Sorgearbeit und weiteres soziales und gesellschaftliches Engagement möglich ist. Dann braucht es massive Investitionen in die soziale Infrastruktur, um Berufe auf diesem Gebiet wieder attraktiv zu machen. Erste Lösungsansätze fokussieren sich meist auf die städtische Infrastruktur. Im ländlichen Raum sind die Hürden zur gerechteren und wirtschaftlichen Verteilung von Sorgearbeit in der Regel um ein Vielfaches höher. Die Aufgabe von Wirtschaft ist Care und sie besteht aus einer Verteilungsfrage. Wer braucht was, wann, wo und wie viel davon? Wie diese Verteilungsfrage gelöst wird, ist also eine politische, eine gesellschaftliche Entscheidung und kein marktwirtschaftliches Naturgesetz. Care-Arbeit betrifft uns alle und ist die Grundlage der Wirtschaft. Wir brauchen eine Anerkennung dieser Wirtschaftsleistungen, um soziale Gerechtigkeit herzustellen.